Wie können wir im Jahr 2050 die 10 Milliarden Menschen auf unserer Erde ausgewogen und gesund ernähren und dennoch in den Grenzen unseres Planeten? Ich bin Anna Flögel, Professorin in Diätetik, Ernährungskommunikation und Gesundheitswissenschaften an der Hochschule Neubrandenburg. Der neue Studiengang Master of Science Food Chain Environments der Hochschule Neubrandenburg enthält das Pflichtmodul Globale Ernährung und Planetary Health. Planetary Health stellt ein umfassendes Gesundheitskonzept dar, mit der Prämisse, dass wir als Menschen nur so gesund sein können wie unsere Umwelt und der Planet Erde. Bildlich gesprochen sägen wir also an dem Ast, auf dem wir alle sitzen. Dabei sollten wir besser das Bäumchen gießen. Das Modul Globale Ernährung und Planetary Health soll unsere Studierenden unter anderem dazu befähigen, globale Problemfelder im Bereich Ernährung, Klima, Umwelt und Gesundheit zu benennen und kritisch zu beurteilen, sowie nachhaltige Ansätze entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette zu entwickeln. Das Modul besteht aus 2 Veranstaltungen. Zum einen der Vorlesung Globale Ernährung und Planetary Health mit 3 Semesterwochenstunden und der Übung Transdisziplinäre Forschungsmethoden mit 1 Semesterwochenstunde. Zusätzlich erfordert es eine eigenständige Vor- und Nachbereitung. Als Lehrformate dienen unter anderem seminaristische Vorlesungen, Diskussionen, Fallstudien und auch Exkursionen. Nun, worum geht es inhaltlich? In der Vorlesung Globale Ernährung und Planetary Health beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen des globalen Ernährungssystems und ganz wichtig der Ernährungssicherheit vor dem Hintergrund der globalen Klima- und Umweltproblematik sowie dem Biodiversitätsverlust. Wir betrachten den Ernährungswandel vom Paläolithikum, also dem Zeitalter der Jäger und Sammler, bis heute ins Zeitalter der chronischen Erkrankungen und neuen Pandemien wie zum Beispiel Covid-19. Wir thematisieren dabei sowohl die weltweite Überernährung als auch die Mangelernährung sowie die Problematik der gesundheitlichen Ungleichheit weltweit. Basierend auf den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen möchten wir unseren Studierenden nachhaltige Ansätze im Ernährungssystem entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette aufzeigen. Die Vorlesung Globale Ernährung und Planetary Health wird begleitet von der Übung Transdisziplinäre Forschungsmethoden. Zur Lösung komplexer gesamtgesellschaftlicher Probleme bedarf es neuer Ansätze. Oder wie Albert Einstein sagte, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Transdisziplinarität beschreibt nun einen integrativen Forschungsansatz, bei dem Lösungsansätze komplexer gesellschaftlicher Probleme durch fächerübergreifende Perspektivwechsel sowie engen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis hervorgebracht werden. Nehmen wir als Beispiel mal den Weizen, um die verschiedenen Perspektiven unseres Ernährungssystems zu demonstrieren. Eine Dimension sind die Umwelt und das Klima, also zum Beispiel die Bodenbeschaffenheit und der Wasserbedarf, die für den Weizenanbau und einen hohen Ertrag erforderlich sind. Als zweite Dimension könnten wir den Wirtschaftsaspekt betrachten, der den Weizen als globales Handelsgut auf dem Weltmarkt einordnet. Drittens, die politische Ebene, das sind zum Beispiel Regularien entlang der Wertschöpfungskette vom Saatgut hin bis zum Endprodukt Brot, sowie die Kräfteverhältnisse der unterschiedlichen Akteure im Agribusiness. Viertens, die soziale Dimension, die das Brot an sich als soziale Identität vieler Kulturen betrachtet. Und nicht zuletzt möchte ich als Gesundheitswissenschaftlerin 5. den Gesundheitsaspekt nennen.
So ist Vollkornweizenmehl zum Beispiel empfehlenswerter für eine ausgewogene Ernährung als raffiniertes Weizenmehl, da Vollkornweizenmehl mehr Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe enthält. Je nach Perspektive können nun ganz unterschiedliche Prioritäten und Anforderungen an den Weizen definiert werden. In genau diesen Dialog möchten wir mit unseren Studierenden eintreten. Die einzelnen Puzzleteile ergeben dann das Gesamtbild. Die Zielgruppe unseres Studiengangs, Master of Science Food Chain Environments, haben wir bewusst ganz heterogen definiert. Wir heißen Studierende der Agrarwirtschaft, der Lebensmitteltechnologie und auch der Ernährungswissenschaften sowie verwandter Fächer herzlich bei uns willkommen. Wir freuen uns, die Studierenden hier in Neubrandenburg am wunderschönen Tollensesee im Studiengang Master of Science Food Chain Environments begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen und Erklärvideos zum Studiengang Food Chain Environments finden Sie auf unserer Website.